Nicht geil, habe mich gerade richtig geärgert. Die Luft ist irgendwie raus. Richtige Entscheidung, umzudrehen. Wenn auch ein bisschen spät. Vor mittlerweile 3 Jahren machten wir uns mitten zu Corona auf, um die gesamte innerländische Grenze von Kroatien zu bereisen. Die Küste hatten wir schon mehrfach bereist. Diesmal war das Ziel, in bisher von uns ungesehene Bereiche vorzudringen. Und man muss wirklich sagen, das Inland von Kroatien ist wunderschön. Auf nach Slowenien und dann nach Kroatien. Tag 1 ist zu Ende mit 340 Kilometern und einem Durchschnittsverbrauch von 7,2 Liter. Geschafft. Also, Resümee. Die Straße ist sehr rutschig, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und all das Offroad-Zeug hat genau das gebracht, wofür es ausgelegt ist. Dem Moped geht's voll gut. Das willst du doch nicht auf YouTube stellen, oder? Und dementsprechend, ja, yeah, uns geht's auch gut. Das Wichtigste. Weiter geht's. Naja, das ist wieder stark und das Ja, aber theoretisch. weiß nicht geholfen. Also theoretisch, den Lenker. Jetzt werden wir sehen, ob ein Enduro-Bike kann, was es kann. Also dafür, dass wir, was wir ja gerade mitgemacht haben, Hase, sieht das aus wie der 1. Hier steckt ein bisschen Erde. Genau dafür haben wir es gekauft, Hase. Hier steckt ein bisschen Erde. Schau dir diesen Bügel an. Wie gut der ist. Die Kopf ist ein schade drum. Es hat auch geknackst, also 200 würde ich nicht mehr fahren damit. Also wenn die Koffer auch noch alle halten und dann sind, na vielleicht einfach das Aufkommen. Ich glaube er halt. Massiv, ne? Vielleicht ist er deshalb so schwer. Nach unserem kleinen Ausrutscher gerade haben wir Revue passieren lassen. Hätte nicht besser laufen können. Deshalb alles ist ganz. Wir sind ganz. Moped hat ein paar Kratzer. Aber ist auch noch ganz. Die Felge ist leicht angekratzt und wahrscheinlich ist der Lenker ein bisschen schief. Und der Bremshebel ein bisschen nach oben gebogen. Stellen die weiterhin unglaublich beste Beifahrerin der Welt. Ja.
das Moped gerade zu einer Kawasaki-Werkstatt gestellt. Die haben gemeint, sie können den Lenker auf jeden Fall wieder gerade stellen. Felge ist in Ordnung, dementsprechend hat eine visuelle Kratzer. Das heißt, wir machen auch natürlich unseren Urlaub noch weiter. Vom zeitlichen Ablauf hat er gemeint, heute Nachmittag bis 3, 4 wird das ungefähr repariert werden. Und dann können wir eigentlich noch unsere Tagestour auch fahren. War ein bisschen ein spontaner Plan. Im Sinne von, ich habe nicht noch meine Telefonnummer dort gelassen. Oder sonst irgendwas. Er hat das Moped, er hat den Schlüssel. Das war gerade so unglaublich. So ein gutes Service sieht man und bekommt man echt selten. War voll nett, haben viel über Kawasaki gesprochen. Muss aber sagen, er hat mir leider auch 2 Sachen gesagt über das Bike, die ich lieber nicht gehört hätte. Und zwar, es ist eigentlich weder für die Straße gemacht, noch Offroad, weil für die Straße ist der Reifen viel zu schmal, weil der Motor einfach viel zu viel Bums hat. Und für Offroad ist das Bike viel zu schwer. Okay, zweiteres habe ich zumindest gewusst. Also er hat gemeint, wegrutschen bei diesem Motor, der so einen Wumms hat, mit so einem schmalen Reifen, eigentlich nichts anderes zu erwarten. Ich wollte eigentlich was Positives sagen. Der Laden, Wahnsinn. Link in der Videobeschreibung. Foto kommt hier. Echt so ein netter Mann. Auch dass er das Bike heute einfach reingeschoben hat und sich schnell angeschaut hat. Traum. Wir haben uns hier gerade noch gedacht, wir schicken unsere Bergsteiger für die Besteigung des Etnas, die wir jetzt dann doch nicht brauchen, einfach weg. Einfach zurück nach Hause zu Freunden. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Platz beim Packen. Schaut euch mal diese Schönheit an. Hier mitten im Naturpark Kopaki Ritt. Und ja, wir haben hier so ein Häuschen für uns. Draußen gibt es Sitzbänke mit USB und Wireless Charging. Und hier ist außer uns niemand, deshalb hier können wir ganz gemütlich unsere Jause und Nachtmahl zu uns nehmen und genießen. Gönnt euch hier sponsored Sitzbänke mit Solarpanel und Dual Wireless Charging. Und falls man noch oldschool unterwegs wäre, könnte man einfach hier USB chargen. Noch die Originaldächer aus Stroh. Echt genial, ich liebe diese Baukunst. So ein besseres Jausen-Pauseplätzchen. Wir haben leider nichts zu trinken dabei, aber in der Theorie ein bisschen Jausen. Hier gibt es nicht. Hier kurzes Jausenpäuschen. Workout. Yeah. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Hier Elok. Oben noch die Burg und die Ruine. Auf näheres Sightseeing werden wir verzichten. Hat sich riesig ausgezahlt herzukommen. Da vorne sieht man übrigens die Brücke. Auf der linken Seite von der Brücke ist schon Serbien. Und in diese Richtung hier ungefähr ist Bosnien-Herzegowina. Dessen und dementsprechend aber echt unglaublich, wie breit hier die Donau ist. Echt verdammt phänomenal. Exklusiver Parkplatz! Wir beide mittlerweile im Regenanzug. Auf geht's weiter. Schnellste Route nach Jasenovac. Jasenovac plus minus Jasenovac, glaube ich. Eins von beiden. Genau. Dementsprechend leider unsere supergeile Lounge hier. Fußballfeld, erste Reihe verblassen.
Zur Seite. Echt geiles Workout. Die Ducati-Koffer inklusive Inhalt zu Fuß in den 2. Stock zu tragen. Es gibt doch einen Lift, aber hey, was muss, das muss. Ich glaube, das bedeutet ungeeignet für diesen Tag. Richtige Entscheidung, umzudrehen. Wenn auch ein bisschen spät. Noch einen ordnungsgemäßen Parkplatz gefunden. Jetzt kommt's. Das erste Mal das Moped auf den Hauptständer stellen. Wieso? Weil wir das machen wollen. Und dann wollen wir die Kette ölen. Okay, kläglich gescheitert bei Versuch 1. Wir schauen uns das nochmal im Detail an. Nicht geil, habe mich gerade richtig geärgert. Die Luft. Wir haben eine leichte komische Schwingung am Hinterrad festgestellt und ja, scheiße, verdammt, die Luft ist irgendwie raus. Also wir haben jetzt 2 Optionen: zur Tankstelle fahren oder gleich beim ADAC anrufen oder Ducati Service, ist es egal. Ich schau kurz, ob ich selber irgendwas finde am Reifen und dann im Worst Case vielleicht hat einfach hinter dem doppelten Spielcasino jemand Luft rausgelassen aus dem Hinterreifen. Weil gestern Abend war alles in Ordnung. Ja, habe die GoPro drüben gelassen. War knapp 0,9 Bar drin, habe jetzt 2,9 Bar reingepumpt. Wir sind wieder da. Wir haben gepackt. Traumfrau packt ihre Sachen. Hände sind schmutzig. Moped ist startklar. Reifendruck ist zumindest über 10 Minuten konstant geblieben. Eine amazing Leistung. Wir fahren jetzt mal weiter. Haben Tankstellen am Weg. Ich habe schon gesagt, der Reifendrucksensor wäre jetzt halt der Hit. Adios amigos. Muchachas y muchachos. Hasta pronto, die Straße ruft! Super friedliche